Teneriffa, die Insel der Sonnenanbeter und Abenteurer. Ganz wichtige Frage natürlich, gibt's hier Haie? Das ist die wichtigste Urlauberfrage, gibt's hier Haie? Ja, gibt es. Was wirklich? Ich gehe natürlich trotzdem in und auch aufs Wasser. Wie vielen Gästen wird hier schlecht auf dem Boot? Und auch an Land bin ich in Topform. Aber du siehst, ich habe direkt meine Wanderschuhe vergessen. Ich habe meine Wanderturnschuhe an. Ist das noch okay? Nee. Willkommen auf dem höchsten Ort Spaniens. Das sieht doch wahnsinnig aus. Wie schaut's mit den Übernachtungen aus? Im Hotel oder doch lieber in einer solchen Höhle? Und der ganze Bereich gehört auch noch zur Höhle dazu, oder was? Ja, genau. Also von der Höhle starten 12.000 Quadratmeter. Diese 6 großen Terrassen gehören dazu. Dort unten das Tal. Das ist alles für dich. Herzlich willkommen auf Teneriffa. Jedes Jahr kommen hier 5 Millionen Urlauber her. Und damit ist Teneriffa die beliebteste kanarische Insel. Ich bin eine Woche hier und will herausfinden, was ich auf Teneriffa alles erleben kann. Außerdem möchte ich wissen, was bietet sich mehr an. Pauschalurlaub oder alles auf eigene Faust zu buchen, also Individualurlaub. Das alles finde ich heraus bei Was kostet Urlaub auf Teneriffa. Rund 11 Tage ist ein deutscher Urlauber auf Teneriffa, gibt dafür etwa 1.200 € aus. Die meisten buchen pauschal, der Rest stellt sich die Reise selbst zusammen. Einmal auf der Insel zieht's mich klar sofort ans Meer. In einer kleinen Bucht im Küstenort Abades bin ich heute zum Schnorcheln verabredet. Hallo, guten Morgen. Hi, ich bin Johannes. Hi, ich bin Lisa. Lisa, wir haben doch heute eigentlich optimale Bedingungen. Sag ich Ja, mal als Laie, stimmt das? Perfekt, ja? Bist Schön. du ganz richtig. So, Gestern du war's bist, Lisa, du bist Tauchlehrerin. Wir machen jetzt immer einen Schnorchelkurs zusammen. Ist denn Schnorchelkurs so das Anfängerding? Also geht's damit los? ja, das Schnorcheln ist der perfekte Einstieg dafür, weil du dich einfach ans Wasser gewöhnst. Du gewöhnst dich daran, wie es ist, unter Wasser zu atmen, weil das einfach unnatürlich für unseren Körper ist. Und in diese neue Umgebung einzutauchen. Ganz wichtige Frage natürlich, gibt's hier Haie? Das ist die wichtigste Urlauberfrage, gibt's hier Haie? Gibt es. Was, wirklich? Ja, den Engelshai gibt es hier. Die sind Aber der ist ganz... so groß. Nein, die sind schon größer, tatsächlich. Die können schon so werden oder auch größer. So gehofft, dass du einfach als Antwort auf die Frage sagst, nein. Nein, und jetzt zieh dich an, Zänglein, und gut ist. Mein Equipment liegt schon parat. Dann geht's mit den Flossen an den Handgelenken ab ins Wasser. Lässig sieht anders aus. Und dann tauchen wir ab. Was ich hier trotz geringer Tiefe entdecke, überrascht mich wirklich. Bereits nach ein paar Minuten sind wir mitten im Aquarium, wie Lisa sagen würde. Das ist schon toll, was man da alles sehen kann. Also es ist ja wirklich so vielseitig. Aber es sind echt wahnsinnig viele Fische und manchmal ist es besser, gar nicht ständig zu strampeln und zu schnorcheln, sondern einfach mal entspannt sich treiben zu lassen und einfach mal zu gucken. Ich finde, es ist wirklich für Anfänger geeignet. Also ich fühle mich nicht unsicher. Meistens hat man alles unter Kontrolle, aber halt meistens. Komm, wir gehen noch mal eine Runde raus. Eine Dreiviertelstunde sind wir im Wasser. Mir reicht das vollkommen aus, um in eine ganz andere Welt einzutauchen. Und mit etwas Glück trifft man sogar auf Rochen, Tintenfische oder Schildkröten. Das Schnorcheln kostet mich 40 € inklusive Equipment. Finde ich okay. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ja, War ein tolles Erlebnis. Wie ist das denn? Wie kommt ihr an eure Gäste ran? Buchen die bereits in Deutschland? Machen die das spontan? Wie läuft das? Das ist ganz unterschiedlich. Manche buchen schon im Voraus, manche laufen einfach an unserer Tauchbasis vorbei, weil wir relativ viele Hotels um uns herum haben, da wir in der Küstennähe sind. Ich würde es wieder machen. Vielen, vielen Dank, Mensch. Cool, Danke, danke mein dir. Ciao, ciao. Endlich wieder ans Meer. Was habe ich mich danach gesehnt? Mein Urlaub fing allerdings schon 2 Tage vorher an. Mit dem Flieger knapp 4,5 Stunden von Stuttgart bis nach Teneriffa, in den Süden der Insel, dort wo die meisten ihren Urlaub verbringen.
Eine Woche lang bin ich unterwegs, auf eigene Faust. Mein Mietwagen kostet 100 € pro Tag. Ganz schön happig, finde ich. Aber wir sind mitten in den Osterferien unterwegs. Da ist die Nachfrage natürlich am größten. Meine erste Übernachtung ist in diesem Hotel im beliebten Ferienort Los Cristianos. Hallo. 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 Herzlich willkommen. Dankeschön. Zenglein der Name. Ich habe eine Übernachtung auf morgen. Eine Nacht. Genau. Alles klar. Sehr gut. Was habe ich denn für ein Zimmer? Sie haben ein Doppelzimmer mit Poolblick und Meerblick. Kostet mich 111 € pro Nacht inklusive Halbpension. Also Frühstück und Abendessen. Es geht ab in den 6. Stock. An was erinnert mich das hier? Sieht aus wie in so einem Kaufhaus. Aber ich bin ja nicht zum Shoppen hier. Ich will Urlaub machen und mich erholen. Und ich bin gespannt auf das Zimmer. Ich muss zugeben, ich habe es mir komplett anders vorgestellt. Mit diesen ganzen Grüntönen und dieser ganzen... Hat so ein bisschen die Optik von so einem schwedischen Möbelhaus. Aber Ausblick... Erstmal alles anschauen, bevor man hier rummeckert oder ein Fazit zieht. Naja, nicht unbedingt erste Reihe, aber ja, den versprochenen Meerblick gibt's tatsächlich. Und der Pool ist übrigens nur einer von 5 im gesamten Ressort. Das Zimmer ist funktional. Ablageflächen, kleiner Kühlschrank mit Teeküche und ein gut ausgestattetes Bad. Aber so richtig kanarisches Feeling kommt bei mir noch nicht auf. Badezimmer ist groß genug, es ist sauber und man bezahlt natürlich den Ausblick. Ein Mix aus Meer, Schiffen und Hotelbunkern. Was zieht andere eigentlich hierher und was bezahlen die so? Sie sind mit der ganzen Familie hier? Ja, Das heißt, Sie sind zu viert, oder? genau. Und wie lange sind Sie jetzt auf Teneriffa hier und warum genau Teneriffa? Wir sind jetzt heute gelandet und sind jetzt bis nächste Woche Sonntag da. Und wir haben deswegen Teneriffa ausgewählt, weil man erst nicht viel unternehmen kann. Es gibt ganz viele tolle Aktivitäten, vor allem mit Kindern. Was haben Sie grob bezahlt? Wir haben bezahlt, ganz genau, ich glaube 4.020 €. Und es ist jetzt als erfahrene Urlauberin, das ist schon auch eine Stange Geld. Also es ist jetzt kein Schnäppchenurlaub, oder? So wie es einmal früher war, ist nicht, ja. Ja. Mal sehen, ob ich am Ende meiner Woche auch so in Schwärmen komme. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber irgendwie kommt irgendwie... Das Wasser kommt aus der Laterne, hier aus dem Licht. Guten Morgen, die Nacht war okay. Also ich meine, ich mag ja diesen Enthusiasmus der Engländer, aber bis um 0 Uhr, 1 Uhr irgendwie Halligalli, Stayin' Alive bis was weiß ich. Und dann ist auch noch nachts das passiert. Wasserschaden, keine Ahnung, ich habe da ein Handtuch hingelegt und heute wird's ein besserer Tag. Genau, denn das Frühstück ist wirklich klasse. Frisches Obst, Pancakes, Spiegeleier, Brötchen, da gibt's wirklich nichts zu meckern. Ein Pluspunkt fürs Hotel. Gut gestärkt geht's heute Morgen an den Hafen von Las Galletas, der zu Fuß nur eine Viertelstunde entfernt von meinem Hotel liegt. Teneriffa gilt als Insel der unbegrenzten Möglichkeiten. Das sagen zumindest die Einheimischen. Eine Sache, für die Teneriffa berühmt ist, ist das Whale-Watching. Und das kann man durchaus kritisch sehen, denn logisch, für uns als Urlauber ist das wahnsinnig toll, diesen Meeressäugern so nahe zu kommen. Für die Tiere aber bedeuten diese Touristenmassen oft Stress. Es kommt immer darauf an, wie das Ganze durchgeführt wird. Ich habe mir jetzt einen Anbieter ausgesucht, der verspricht, das Ganze für die Tiere nachhaltig zu gestalten. Vamos. Vamos. Genau. Nachhaltiges Whale-Watching. Bin echt gespannt, wie das funktionieren soll. Was macht ihr denn anders als andere? Wir haben als allererstes, wie ihr seht, ein sehr kleines Boot. Das heißt, wir fahren nur mit einer kleinen Gruppe raus, maximal 10 Gästen. Wenn wir die sehen, dann stellen wir die Motoren ab. Und dann beobachten wir. Wir wollen das denen überlassen, wie sehr die sich an uns nähern wollen. Weil wir wollen die nicht stören. Klar, jeder will sie sehen, die Wale. Eine Garantie hat man aber nicht. Das finde ich schon sympathisch. Es wird nicht versprochen, dass man sie 100%ig sieht, aber man hat eben eine Chance. 2 Wal- und Delfinarten leben dauerhaft im Süden Teneriffas. Der Grindwal und der große Tümmler.
Nach ein paar Minuten auf See merke ich, so ein kleines Boot, das schaukelt ganz schön. Ich ahne aber noch nicht, was das später mit meinem Magen macht. Wie vielen Gästen wird hier schlecht auf dem Boot? Ehrliche Antwort. Das ist eigentlich ganz erstaunlich. Ich würde sagen, weniger wie 10%. Echt? Ja. Okay, dann wird das uns natürlich auch nicht passieren. Noch mache ich meine Witzchen, aber erstmal geht's raus aufs Meer, bis wir eine Tiefe von bis zu 1000 Metern erreichen. Und dann heißt es für uns Ausschau halten. Ausschau halten nach Flossen, nach Spritzern, nach irgendwas, was so schwarz oder glitzernd aussieht. Ich muss zugeben, ich sehe noch nichts. Für mich ist das alles blau, schwarz, es glitzert. Whale-Watching ist scheinbar nichts für Ungeduldige. Oh, Daniela hat was gesehen. Ja. 12 Uhr, Grindwale, genau hier vor uns. Tatsächlich, wie aus dem Nichts kommt eine Gruppe Grindwale zum Atmen an die Oberfläche. Das sind Junge, da vorne das ist ein Junges und hinten sind dann noch Großtiere. Die gehören alle zu einer Gruppe, eine Familie. Und es werden immer mehr. Wahnsinn, wie viele das auf einmal waren. Wir fahren die ganze Zeit, sehen gar nichts, plötzlich tauchen auf dem Nichts direkt vom Boot 12 auf. Klar, das sind genau die Momente, die bringen sich ein, die nimmt man mit nach Hause. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da so Glück haben heute. Wahnsinn. In diesem Moment ahne ich noch nicht, was ein paar Minuten später passiert. Entschuldigung, es ging nicht anders. Das ist wirklich ein wunderschönes Urlaubserlebnis. Ich habe den Wal und Delfinen ins Wohnzimmer gebrochen. Es tut mir leid. Aber es sind tolle Tiere. Auch wenn man es nicht ansieht, ich habe sehr viel Spaß. Dieser Trip hat mich 48 € gekostet. Etwas teurer als bei den anderen Anbietern, dafür persönlicher und nachhaltig. Laufen kann man auch weit oberhalb der Küste. Die Nummer 1 der Freizeitbeschäftigungen auf Teneriffa heißt Strandurlaub. Aber direkt auf der 2 steht für Urlauber Wandern und Spazierengehen. Und genau das habe ich heute vor. Ich bin im Süden der Insel und verabredet mit Silvia. Silvia organisiert seit über 13 Jahren Wanderungen rund um Teneriffa. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hi, Johannes, Hallo. Guten Tag. Hi, hi, moin. Hi, Johannes. Bist du Silvia? Ich bin Silvia, ja. Schön, das heißt, wir gehen heute zusammen wandern. Genau so ist es. Du siehst, ich habe direkt meine Wanderschuhe vergessen. Ich habe meine Wanderturnschuhe an. Ja. Ist das noch okay? Nee. Okay, ist nicht okay. Aber ich muss jetzt durch, oder? Du musst jetzt Was durch. sollen wir machen? Was haben wir für eine Tour? Wir sind mitten im Süden und der Süden hat ja tatsächlich so den Ruf, eher nur für die Leute interessant zu sein, die Sonne und Strand suchen. So ein bisschen Halligalli-Urlaub. Genau. Ja. Und wir sind gerade eine halbe Stunde, glaube ich, mit dem Auto unterwegs gewesen von der Costa Adeje und sind hier oben mitten in der Natur. Alleine. Dann lasst uns loslegen, oder? Schön, Komm, auf geht's. ich gehe mal vor, weil ich den Weg kenne. Komm, Lutz, gib mal Gas hier. Noch spiele ich den Antreiber. Ob das so bleibt? Es geht gleich ein ordentliches Stück bergauf. Christine und Lutz wandern bereits zum 3. Mal mit Silvia. Und Lutz lässt es heute etwas ruhiger angehen. Lutz, wo bist du? Noch da! Doch ist er da! Aufwärts geht's über Vulkangestein und durch lichte Kiefernwälder. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Neben unserem Weg wächst auch so einiges Essbares. Einfach mal probieren. Du hast das komplett weggemampft gerade, oder? In diesem Moment. Nee, aber nehme ich alles in... Okay. Und natürlich schön kauen. Das schmeckt einfach nach Wiese.
Ja. Ja, schmeckt nach Wiese. Wenn man die Spitze abkaut, dann hat man so ein bisschen was Erbsiges vielleicht. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade überlegt, in was für eine Richtung das Wie, was? Du schmeckst du die Erbse raus? Ja, vielleicht. Ja, komm, einen hast du noch. Das ist wie bei so einer Weinverkostung. Ja, das schmeckt nach Mango und Erdbeer. Und alle so, ja natürlich, das schmeckt nach Mango und Erdbeer. Oh, nee, danke. Ich weiß nicht, wo ihr Erbse schmeckt, aber gut. Jetzt haben wir die halbe Insel leer gefressen. Okay, gut. Frisch gestärkt geht's weiter. Eigentlich sind wir gar nicht so weit weg von den Bettenburgen da unten, aber dennoch in einer ganz anderen Welt. Christine und Lutz haben auch schon ganz andere Touren erlebt. Es fühlte sich total unorganisiert an. Ja. Wir wurden zu spät abgeholt. Wir mussten erst noch was zu essen einkaufen. Dann 20 Leute? Dann waren 2 Touren auf eine sozusagen gelegt. Wir waren, glaube ich, 20 Leute oder so. Der Nachteil bei großen Reiseveranstaltern ist, ich bin festgenagelt an ein Programm. Ne? Das ist natürlich klar, die wollen die Touren dann auch verkaufen und brauchen eine Regelmäßigkeit. Und bei uns ist das einfach so, wir haben jede Woche andere Touren. Es gibt schon 1 oder 2 Standardtouren, weil die so beliebt sind, die wiederholen sich im Wanderkalender. Aber ansonsten haben wir halt die unterschiedlichen Wandergebiete und bieten da fast jede Woche auch eine andere Wanderung an. Unsere Tour heute ist mittelschwer. Trittsicher sollte man aber schon sein. Ich habe am Anfang ja gesagt, das, was wir machen, ist Wandern und Spazieren. Das ist jetzt schon Wandern. Die Wanderung kostet mich übrigens 52 € inklusive Transfer und Picknick. Wo wollen wir hin, Silvia? Wir wollen da vorne auf die Spitze. Guck mal, und dann liegt uns Las Americas, die Costa Adeje, Los Cristianos liegen uns zu Füßen. Sehr schön. Mit den Sneakern komme ich langsam an meine Grenzen. Cool. Yeah! Cool! Einwandfrei. Aber das hat sich doch jetzt noch mal echt gelohnt, oder? Auf jeden Fall. Eigentlich dauert diese Tour rund 4 Stunden. Weil wir mit einem Kamerateam unterwegs sind, kürzen wir jetzt etwas ab. Vielen, vielen Dank für die Wanderung. Mir hat es großen Spaß gemacht. Also, weil das Ding ist, wenn ich wandern gehe, Österreich, Deutschland, kenne ich. Ich fand es landschaftlich total schön, super abwechslungsreich. Und deswegen, ich würde es noch mal machen, wenn ich noch mal hier bin. Wir auch. Ja, ihr macht ja morgen direkt weiter, oder? Ja. Komm, jetzt Feierabend. Ab nach Hause. Ciao. Und gut, dass ihr die Stöcke dabei habt. Ja, aber auf Ja, jeden Gott sei Fall. Dank. Ich bleibe noch in den Bergen, denn ganz in der Nähe von Arico schlafe ich heute so ein bisschen wie die Ureinwohner Teneriffas in einer Höhlenwohnung. Hallo. Hi. Jawohl. Bist du der Chef der Höhlen? Johannes, hi. Hallo, herzlich willkommen, Marc. Hallo. Meine Unterkunft war tatsächlich mal eine Höhle, wurde aber umgebaut und modernisiert. Strom liefern 2 Solarpanels. Als erstes schaue ich mir den kleinen Anbau an. Wenn ich das richtige Höhlenfeeling haben möchte, dann schläft man drin. Ah, dann schlafe ich drin. Genau, Okay, meine okay. Frau schläft immer lieber draußen und ich schlafe mit den Kindern immer drin. Ah, okay. Und so sieht dann die Geschichte drin aus, dass man dann wirklich sagen kann, dass man in der Höhle ist. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Drinnen alles, was man braucht. Ein großes Bett, ein Essbereich mit Küche und Kühlschrank. Sogar ein kleines Badezimmer mit Toilette und Dusche. Wie kamst du auf diese Idee oder deine Familie zu sagen, hey, wir machen jetzt Höhlenapartments? Durch Bekannte sind wir halt hier drauf gekommen, die haben in der Nähe so eine Höhlenwohnung. Mhm. Und dann haben wir das hier geguckt und dort oben der Platz dann unter der Pinie, dort haben wir uns dann in das Gelände verliebt, haben gesagt, das ist so super, die Stille, der Frieden, perfekt. Und weil wir halt auch gerne später halt Tiere halten wollen, also mein Ziel ist es dann irgendwann den Ziegenkäse hier zu haben, Oh, die Bienen. okay. Ja, und so. Und wir haben schon viele Freunde, die das halt auch machen und ja, halt Stück für Stück. Irgendwann möchte Marc hier selbst leben. Am liebsten mit der ganzen Familie. Bis dahin vermietet er die Höhle regelmäßig. Die Übernachtung in der Höhle kostet 33 € pro Tag. In der Regel beträgt der Mindestaufenthalt eine Woche. Auf Anfrage geht's manchmal auch kürzer. Dann führt mich Marc noch über das Grundstück.
Und der ganze Bereich gehört auch noch zur Höhle dazu, oder was? Ja, genau. Also von der Höhle starten 12.000 Quadratmeter. Diese 6 großen Terrassen gehören dazu. Nochmal 4.000 Quadratmeter von dem Wald, die schöne Pinie, dort unten das Tal. Das ist alles für dich. Vielen Dank. Platz habe ich auf jeden Fall genug. Ja, da kann man wohl nicht meckern. Na dann mach ich's mir mal gemütlich. So nach 1-2 Stunden, wenn man es wirklich, man legt das Handy weg, man denkt mal an nichts, dann wird es doch sehr, sehr ruhig. Das ist jetzt sehr, sehr angenehm mit dem Feuerchen und dem spanischen Wein. Ich glaube, das könnte eine erholsame Nacht werden. Ich hoffe, es wird nicht zu kalt. Guten Morgen. Ich bin hin und her gerissen, was die Übernachtung in der Höhle angeht. Für die Höhle spricht die Abgeschiedenheit, die Ruhe. Für mich persönlich dagegen spricht, dass es einfach zu wenig komfortabel ist. Ich sage, wie ich es fühle. Es gibt eine gewisse Feuchtigkeit in der Höhle. Es ist klamm, wenn Kälte dazu kommt. Macht das nicht so viel Spaß. Für 2 Nächte oder für eine Nacht, um mal was Besonderes haben zu wollen. Total passend. Auf zum nächsten Abenteuer, einem riesigen Nationalpark und echten Besucher-Highlight. Den Nationalpark besuchen jährlich fast 4 Millionen Menschen, vor allem wegen seines mächtigen Vulkans. Das hier ist der meistbesuchteste Ort der Insel. Kann man natürlich auch unschwer erkennen. Das ist der Teide Nationalpark mit dem höchsten Berg Spaniens. Und genau da will ich jetzt rauf, aber mit der Seilbahn. Ich habe ja auch ein bisschen Urlaub. Die Fahrt auf den Teide kostet mich satte 37 €. Bin gespannt, was ich dafür geboten bekomme. Da rechts die Wolkendecke. Du hast unter uns die Kraterlandschaft. Ich weiß gar nicht, was oben noch kommen soll. Allerdings darf ich nur 1 Stunde oben bleiben. Eine Regel, die für jeden Besucher gilt, damit es oben nicht zu voll wird. Nach 10 Minuten bin ich auf über 3.500 Meter. Willkommen auf dem höchsten Ort Spaniens. Das sieht doch wahnsinnig aus. Als würde man auf so einem fremden Planeten landen. Ein imposanter Anblick in eine surreale Lavalandschaft. Wer den Teide bis zur Spitze besteigen möchte, benötigt eine Sondergenehmigung. Maximal 200 Leute dürfen pro Tag zum Krater. Sind Sie auch das erste Mal hier oben? Genau, das erste Mal hier oben. Was haben Sie für einen Eindruck? Phänomenal, ist der Hammer, so weit über den Wolken zu sein. Ne? Es sieht unglaublich aus, oder? Geht mir genauso. Diese Gipfelbesichtigung, wie haben Sie die gebucht? Online. Meine Frau ist die Reiseführerin diesmal und die hat alles vorher organisiert. Also tatsächlich ist ja ganz viel ausgebucht. Ne? Da wird doch gleich mal bei der Chef-Reiseplanerin nachgefragt. Kann das sein, dass ich Ihren Mann getroffen habe mit dem Hut? Genau. Der hat immer gesagt, ich weiß nichts. Sie müssen meine Frau fragen. Ja, ich bin die Reiseplanerin und er genießt hier den Fulltime-Service. Sie haben alles gebucht? Ich habe alles gebucht. Und diese Freizeitaktivitäten, wurden die von zu Hause gebucht oder machen Sie das hier vor Ort? Ja, da war ich ein bisschen nachlässig. Das heißt, Sie haben es vor Ort gemacht? Ja, das war tatsächlich ein bisschen blöd. Also man muss doch viele tolle Sachen im Voraus buchen. Also dadurch, dass wir jetzt 2 Wochen da waren, konnte ich diese Seilbahnfahrt noch buchen, dann 6 Tage im Voraus. Wie haben Sie es denn gebucht, den Teneriffa-Urlaub? Pauschal über einen Reiseveranstalter oder alles selbst rausgepickt? Wir picken uns das eigentlich immer selbst raus. Ja, da ist man flexibler. Auch mit den Flugzeiten. Das finde ich gerade mit Kindern immer wichtig, dass man gute Zeiten hat. Nicht so früh und auch nicht so spät. Deshalb bei den Pauschalreisen sind oft so blöde Zeiten. Darf ich fragen, die 2 Wochen mit 2 Kids, was kostet sie das ungefähr? So um die 3.000 €. Okay. All inclusive, ja. Und das heißt, das Hotel ist aber schon ein 4-Sterne-Hotel oder es hat schon eine gewisse Qualität? Okay. Ja. Und würden Sie sagen, fühlen Sie sich da preislich gerecht behandelt oder sagen Sie, hey, das ist teuer oder geht? Nein, finde ich absolut okay. Ja. Preis-Leistung stimmt. Die Reise selbst hat die Familie aber schon lange vorher gebucht. Rechtzeitig kümmern lohnt sich also. Ich gucke mich noch etwas um und traue meinen Augen nicht. Da oben liegt sogar Schnee. Teneriffa kann Strandurlaub, kann Sonnenbrand, aber wenn wir Lust haben, ein Wort, das man im Teneriffa-Urlaub selten hört. Schneeballschlacht! Oh, Entschuldigung, es war ein bisschen kalt. Und dann ist meine Stunde auch schon rum. Ich muss wieder runter. So, ein Selfie noch als Erinnerung.
Für mich ist das auf jeden Fall eines der Highlights hier auf Teneriffa. Muss man gesehen haben. Und das wissen natürlich auch hier die Anbieter. Und dementsprechend ist es auch ordentlich teuer. Aber da muss man tief in die Tasche greifen. Ich finde, es lohnt sich. Geführte Touren gibt's übrigens auch. Kosten 63 € inklusive Seilbahnticket. Wer will, kann den Vulkan sogar hochwandern. Dauert schlappe 7 Stunden. Beim nächsten Mal vielleicht. Den letzten Tag verbringe ich im Norden der Insel. Ein Highlight habe ich mir noch für den Schluss meines Urlaubs aufgehoben. Und zwar bin ich jetzt in Santa Cruz. Das ist die Hauptstadt der Insel und das soll ein richtig schönes Küstenstädtchen sein. Ob das so ist, finde ich jetzt heraus. Ich werde die Stadt erkunden und zwar auf eigene Faust. Als erstes also eine App runterladen. Ich nehme eine, die mir alle wichtigen Sehenswürdigkeiten anzeigt, wie den Plaza de España, den größten Platz der Stadt. Mit 200.000 Einwohnern ist Santa Cruz zwar keine Kleinstadt, dennoch finde ich mich schnell zurecht. Viele schöne Plätze und Gebäude sehe ich. Und sogar ein Erlebnisbad direkt am Meer. Für 6 € Eintritt kann man sich in 3 Meerwasserpools austoben oder einfach nur relaxen. Selbst einer der schönsten Märkte der Kanaren ist nur ein paar Minuten entfernt. Sieht alles richtig frisch aus. Ich liebe das einfach, diese Märkte in anderen Ländern, über diese Gerüche und Düfte, die in die Nase ziehen. Du hast Linkslärm, Rechtslärm, alle sprechen miteinander und ich könnte mich hier auch komplett durch den Markt durchfuttern, wie die Raupe Nimmersatt. Dieser Familie geht's ähnlich. Was ist denn Ihr Eindruck von der Insel? Ich finde das gerade hier ganz toll. Also einfach hier in die Hauptstadt einzutauchen und ein bisschen mehr vom eigentlichen Teneriffa mitzukriegen. Wann hat denn die Planung begonnen für den Urlaub? Vor 2 Monaten, würde ich sagen. Und dann ging es aber über ein Reisebüro oder viel auch individuell dann ausgesucht und gemacht? Die Reise an sich haben wir über das Reisebüro gebucht, also Flug und Hotel. Und alles andere machen wir jetzt allein. Familie mit 2 Kids, wahrscheinlich alles Vollzahler. Was müssen Sie bezahlen? Wir bezahlen... Mit Auto? Ja, gerne alles zusammen. Also was wir mit allen Ausgaben wohl zusammen ausgeben Mit was Sie so rechnen, ja? Ja, mit 6,5 würde ich schon rechnen insgesamt. Aber das heißt, es ist auch ein gutes Hotel, oder? Ja, also wir haben jetzt 3,5 Sterne irgendwie. 10 Tage Teneriffa kann bei 4 Vollzahlern also richtig teuer werden. Weil die Nachfrage wieder deutlich steigt, ziehen auch die Preise an. Nach 5 Tagen endet mein kleines Inselabenteuer. Eins muss ich sagen, in dieser kurzen Zeit habe ich echt viel gesehen und noch mehr erlebt. Ich habe Teneriffa unterschätzt. Es ist wirklich eine Insel, die wahnsinnig viel Unterschiedliches bietet. Was mich nicht überzeugt hat, das waren die Strände. Aber gut, ich war auch an den besonders touristischen Orten. Aber die Natur und die Landschaft, also der Teide, die Wanderung, absolute Empfehlung. Das aber unbedingt von Deutschland aus buchen, dann läuft das reibungslos. Ich habe aber auch noch jede Menge mehr gelernt. Insel der unbegrenzten Möglichkeiten. Da ist schon was dran. Gilt für Erlebnisse und Unterkünfte. Die Preise für meine Übernachtungen waren moderat bis günstig. Das 4-Sterne-Hotel mit Halbpension lag bei 111 €. Die Höhle kostet gerade mal 33 € pro Nacht. War dafür aber nicht so komfortabel. Pauschalurlaub im Hotel ist also nicht unbedingt günstiger als ein individuell gebuchter. Teuer kann so ein Urlaub werden, wenn man wie ich viel dazu bucht. Whale-Watching, Schnorcheln und die geführte Wanderung haben jeweils rund 50 € gekostet. Aber dadurch habe ich auf der Insel auch sehr viel erlebt. Das war's für heute bei Was kostet Urlaub auf Teneriffa? Ich sage danke fürs Dabeisein, viel Spaß beim Urlaub planen. Tschüss.